Weißt du, was mich wütend macht? Ärzte behandeln deine Symptome mit Ibuprofen und Cortison, aber niemand fragt, warum Entzündungen in deinem Körper entstehen. Die Wahrheit ist, in deinem Körper lodert ein unsichtbares Feuer, chronische Entzündung. Der gemeinsame Nenner hinter Gelenkschmerzen, Bauchfett, Brainfog und fast jeder Zivilisationskrankheit. Die gute Nachricht ist, du kannst es löschen. Und das sage nicht nur ich, das ist der Konsens der weltweit führenden Experten für funktionelle Medizin. Dr. Mark Hyman, Dr. Stan Ekberg, Dr. Gary Fettke, Dr. Will Cole und Dr. Eric Berg. In diesem Video zeige ich dir ihre Top 10 Brandbeschleuniger, die das Feuer am Lodern halten, und die Top 10 Gegenmaßnahmen, um es endlich wieder zu löschen. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Und bevor du denkst, ja, wieder so ein Fitnessguru, lass mich dir kurz meine Geschichte erzählen. Ich hatte über 20 Jahre lang eine schwere Pollenallergie. Heuschnupfen, der mich jedes Frühjahr komplett außer Gefecht gesetzt hat. Ich hatte eine chronische Knieentzündung, die mich bei meinen Leidenschaften Basketball und Wakeboarden eingeschränkt hat. Und bei einer Routineuntersuchung wurde festgestellt, dass meine Prostata vergrößert ist. Was habe ich dann gemacht? Ich habe keine Medikamente genommen. Ich habe meinen Lebensstil radikal verändert. Das Ergebnis? Meine Prostata ist um 18% geschrumpft. Meine 20-jährige Allergie ist weg und meine Knieentzündung ist auch Geschichte. Wie das möglich ist? Ich habe verstanden, dass all diese Probleme eine gemeinsame Wurzel hatten, nämlich die chronische Entzündung. Und ich habe gelernt, dieses Feuer zu löschen. Meine Philosophie ist simpel. Häufig ist nicht gleich normal. Nur weil die Hälfte der Bevölkerung über 50 Gelenkprobleme hat, heißt das nicht, dass das normal ist. Es heißt nur, dass sehr viele Menschen die gleichen Fehler machen. Bevor wir starten, der wichtige Hinweis. Ich bin kein Arzt. Ich gebe dir Wissen an die Hand, damit du selbst Verantwortung für deine Gesundheit übernehmen kannst. Das hier ersetzt keinen Arztbesuch, aber es gibt dir die Werkzeuge, um die richtigen Fragen zu stellen. Lass uns über die Entzündung sprechen. Und zwar nicht über die Entzündung, die du siehst, wenn du dich am Finger schneidest. Die Rötung, die Schwellung, der Schmerz, das ist akute Entzündung und die ist gut. Dein Immunsystem rast zur Rettung, repariert den Schaden und nach ein paar Tagen ist alles wieder in Ordnung. Mission erfüllt, Immunsystem schaltet wieder ab. Das Problem beginnt, wenn das Immunsystem nicht abschaltet, wenn es im On-Modus bleibt. Dr. Will Cole, ein funktioneller Mediziner, beschreibt es so. Es ist wie ein Waldfeuer, das dauerhaft brennt. Es ist nicht heiß genug, um dich sofort umzubringen, aber es schwelt. Es frisst sich langsam durch deinen Körper, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Dr. Stan Ekberg nennt es ungelöste Heilung. Dein Körper steckt in der Reparaturphase fest und kommt nie zur Ruhe. Er ist permanent im Kampfmodus gegen einen Feind, der eigentlich gar nicht mehr da ist. Und das Tückischste, du spürst es nicht sofort. Dr. Mark Hyman nennt es versteckte Entzündung oder auf Englisch Silent Inflammation, stille Entzündung. Du hast keine offene Wunde, keinen sichtbaren Feind, aber das Feuer brennt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese stille Entzündung ist nicht ein Problem unter vielen, sie ist das Problem. Sie ist die Wurzel fast aller modernen Zivilisationskrankheiten. Schau dir mal diese Ketten an. Chronische Entzündung führt zu Insulinresistenz. Insulinresistenz führt zu Diabetes. Chronische Entzündung entzündet deine Arterienwände. Entzündete Arterienwände führen zu Plaquebildung. Plaquebildung führt zu Herzinfarkt oder Schlaganfall. Chronische Entzündung im Gehirn, sogenannte Neuroinflammation, führt zu Alzheimer, Demenz und Depressionen. Und ein chronisch überlastetes Immunsystem, das führt zu Autoimmunerkrankungen, bei denen dein eigener Körper sich selbst angreift. Und es kann sogar zu Krebs führen, weil dein Immunsystem mit dem Dauerbrand so beschäftigt ist, dass es Krebszellen übersieht, wie ich auch in meinem Video zum Thema Krebs erkläre. Und jetzt aufgepasst, das hier ist wichtig. Wenn du zum Arzt gehst, redet er meistens über Cholesterin. Aber Professor Tim Spector, einer der weltweit führenden Mikrobiomforscher, sagt etwas ganz anderes, aber sie selbst. As people know, when they go and see their family doctor, they talk about cholesterol levels and fat in food and all these factors. But there was a large US study recently looking at outcomes over 30 years in health professionals in the US, and it showed that your levels of inflammation in the blood were like twice as important as your cholesterol levels in the blood. And I think this, for the first time, has really shown us that it doesn't mean, cholesterol has no role, but compared to the role of inflammation, it is really minor. And the good thing is that diet can shift inflammation much quicker than it can shift, for example, a cholesterol level. And so, Tim, you're saying that inflammation was twice as important as my cholesterol levels for understanding whether I'm going to get sick? Correct. Hast du das gehört? Entzündungswerte sind doppelt so wichtig wie Cholesterinwerte. Und das ist keine Meinung, das ist Wissenschaft. Die Studie, die Professor Tim Spector erwähnt, wurde 2024 im New England Journal of Medicine veröffentlicht, eine der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt. Die Links zu allen genannten Studien sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Das Ergebnis der Studie:
Entzündungswerte sagten Herzinfarkt und Schlaganfall 1,7 Mal besser voraus als Cholesterinwerte. Eine weitere Studie mit fast 14.000 Hochrisikopatienten kam zum selben Schluss. Entzündung ist der stärkere Prädiktor für Herz-Kreislauf-Tod als Cholesterin. Und das Beste, Ernährung kann Entzündung viel schneller senken als Cholesterin, wie ich auch in meinem Video über Cholesterin erkläre. Wie erkennst du jetzt, ob dieses Entzündungsfeuer in dir brennt? Hier sind die 5 Warnsignale. Nummer 1, hartnäckiges Bauchfett. Es weigert sich zu verschwinden, egal was du tust. Dein sogenanntes Viszeralfett ist nämlich selbst ein entzündliches Organ. Dazu aber gleich mehr. Nummer 2, du bist aufgedreht, aber erschöpft. Du liegst nachts wach, obwohl du hundemüde bist. Dein Nervensystem ist dauerhaft überreizt. Nummer 3, Hautprobleme, Ekzeme, Schuppenflechte oder unerklärliche Ausschläge. Die Haut ist auf das Fenster zu dem, was innen passiert. Nummer 4, Verdauungsprobleme ohne klare Ursache, Blähungen, Reizdarm, ständige Unverträglichkeiten. Nummer 5, Gehirnnebel, auch als Brain Fog bekannt. Dieses Gefühl, als wäre dein Kopf in Watte gepackt. Du kannst dich nicht konzentrieren, bist vergesslich, fühlst dich oft geistig träge. Und jetzt kommt der Punkt, der mich wirklich wütend macht. Was macht die konventionelle Medizin, wenn du mit diesen Symptomen zum Arzt gehst? Sie gibt dir Ibuprofen oder Cortison oder was auch immer oder ein Antidepressivum. Sie behandelt die Symptome. Niemand fragt, warum brennt es denn überhaupt? Das ist, als würde die Feuerwehr zu einem Hausbrand kommen und statt zu löschen einfach die Rauchmelder abschalten. Der Alarm ist weg, aber das Feuer brennt weiter. Jetzt wird es konkret. Was sind die Top 10 Brandbeschleuniger, die dieses Feuer in dir am Leben halten? Ich habe für dieses Video die Aussagen von Top-Experten ausgewertet. Ärzte, Wissenschaftler, Ernährungsmediziner. Diese 10 Faktoren sind der gemeinsame Nenner. Mindestens einer wird dich überraschen. Nummer 1, Zucker und Fructose. Der offensichtlichste Feind, aber unterschätzt. Zucker treibt deinen Blutzucker hoch und entzündet direkt deine Arterienwände. Fructose belastet deine Leber und führt zu Fettleber. Dr. Gary Fett gesagt, Zucker macht hungrig, er sättigt nicht, er macht süchtig und er entzündet. Nummer 2, industrielle Pflanzenöle. Soja, Sonnenblumen, Maisöl. Diese herzgesunden Öle sind der größte Gesundheitsbetrug der letzten 50 Jahre. Und Rapsöl, auf dem Papier hat es ein gutes Omega-Verhältnis, aber industriell wird es chemisch extrahiert und die Omega-3-Fettsäuren oxidieren. Selbst kalt gepresst ist es nicht hitzestabil. Dr. Fett gesagt, dass solche Stoffe wie Diesel in einem Benzinmotor sind, aber sie selbst. And I think inflammation is the cause of most modern disease. And we've been hearing about that regularly over the last couple of days. But how do I link that to nutrition? Well, that's my crime, okay? And I'm guilty of that. So I believe that what fuel we put in our engines determines our efficiency. It determines everything. But who here would put a little bit of diesel in with their petrol engine every single time they fill up? A little bit doesn't hurt, does it? You know, a bit in moderation doesn't hurt, but over time you end up with one clear outcome. Your engine doesn't work as well. And as a health system, we're now spending all of our time servicing the vehicle rather than paying attention to what fuel we put in the first place. The only question is, what's the right fuel? Nummer 3, raffinierte Kohlenhydrate. Weißmehl, Pasta, Reis in großen Mengen. Alles mit hohem glykämischen Index. Sie führen zu chronisch erhöhtem Insulin, ein Entzündungstreiber erster Klasse. Mehr dazu in meinem Video über Kohlenhydrate. Dort lernst du auch, wer wie viel Kohlenhydrate und welche essen darf. Nummer 4, hochverarbeitete Lebensmittel. Die Kombination aus Zucker, industriellen Ölen und Chemie. Ein Fertiggericht enthält oft 30, 40 Zutaten. Diese Produkte kapern dein Belohnungszentrum, machen nicht satt, sondern hungrig und entzünden deinen Körper von innen. Nummer 5, chronischer Stress. Dr. Will Cole nennt es Shameflammation. Scham, Trauma, Dauerstress. Das sind physiologische Entzündungstreiber. Chronischer Stress erhöht Entzündungswerte im Blut messbar. Das ist Biochemie. Nummer 6, Schlafmangel und Schlafapnoe. Schnarchen ist Ersticken. Wenn du schnarchst, bekommt dein Körper nachts nicht genug Sauerstoff. Das treibt Insulinresistenz und befeuert Entzündung. Mehr dazu in meinem Video über Schlaf. Nummer 7, ständiges Snacken. Das hier überrascht viele. Selbst gesunde Snacks wie Nüsse oder ein Apfel halten dein Insulin chronisch hoch. Dein Körper kommt nie zur Ruhe. Er ist permanent im Verdauungsmodus statt im Reparaturmodus. 3 Mahlzeiten am Tag waren die Norm. Heute ist es Frühstück, Snack, Mittagessen, Snack, Abendessen, Snack. Dazu kommen noch Kaffee mit Milch und Zucker, Bonbons für den frischen Atem und. Dein Stoffwechsel kommt nie runter. Nummer 8, Bewegungsmangel. Sitzen ist entzündlich. Punkt. Bewegung hingegen senkt Entzündungsmarker, verbessert die Insulinsensitivität und aktiviert dein Lymphsystem. Nummer 9, der durchlässige Darm, Leaky Gut. Wenn deine Darmwand löchrig wird, gelangen Toxine in deinen Blutkreislauf. Dein Immunsystem dreht durch. Dazu später aber noch mehr in diesem Video, weil es so wichtig ist. Last but not least, Nummer 10, viszerales Fett.
Dein Bauchfett ist ein aktives, entzündliches Organ. Es produziert Botenstoffe, die systemische Entzündung verursachen. Je mehr Bauchfett, desto mehr Entzündungssignale. Jetzt wird es kontrovers. Ist Fleisch ein Entzündungstreiber? Meine Meinung, evolutionär sind wir Omnivoren. Was haben Menschen in kalten Regionen wohl im Winter gegessen? Unsere natürliche Ernährung tendiert Richtung Low Carb oder Keto. Das sind zwar Trendbegriffe, aber es ist eigentlich eine natürliche Ernährung mit viel tierischen Produkten. Pflanzlich gesund leben ist möglich, aber du musst dich extrem gut auskennen mit Mikronährstoffen, Makronährstoffen, Supplementierung, Antinährstoffen, Zubereitung und. Für die meisten ist eine Ernährung mit tierischen Produkten der einfachere, natürlichere und gesündere Weg. Aber, und das ist entscheidend, die Qualität macht den Unterschied. Ein Steak vom Weiderind ist etwas völlig anderes als ein Burger-Patty aus Massentierhaltung, vollgepumpt mit Antibiotika und Omega-6-Fettsäuren aus Getreidefutter. Das eine nährt, das andere entzündet. Ähnlich verhält es sich mit Nachtschattengewächsen, Tomaten, Paprika, Auberginen. Barbara O'Neill warnt davor. Bei ihr und vielen Patienten lösen sie Gelenkschmerzen aus. Andere Experten sagen, die Beweise sind begrenzt. Mein Rat, lass sie 30 Tage mal weg, hör sie wieder ein und beobachte, wie es dir geht. Keine Dogmen, nur Daten. Welcher dieser 10 Entzündungstreiber hat dich am meisten überrascht? Schreib es gerne jetzt unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was dich überrascht hat. Wenn du verstehen willst, warum du chronisch entzündet bist, musst du deinen Darm verstehen. Denn hier sitzt die Schaltzentrale. Fakt ist, 60-80% deines Immunsystems sitzen im Darm. Lass das nochmal sacken. 60-80% deines Immunsystems sitzen im Darm. Der Großteil deiner Immunabwehr ist nicht in deiner Milz oder deinen Lymphknoten, er ist in deinem Verdauungstrakt. Dein Darm muss ständig entscheiden, ist das, was hier gerade ankommt, Freund oder Feind, Nahrung oder Krankheitserreger. Und jetzt kommt das Problem. Der durchlässige Darm, Leaky Gut. Dr. Mark Hyman benutzt eine Metapher, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Stell dir vor, der Abwasserkanal deines Hauses wird direkt in dein Wohnzimmer geleitet. Das ist Leaky Gut. Die Darmwand, die normalerweise eine dichte Barriere bildet, wird durchlässig. Proteine, Toxine, Bakterienreste, sogenannte Endotoxine oder Lipopolysaccharide gelangen in deinen Blutkreislauf. Was passiert dann? Dein Immunsystem dreht durch. Es erkennt diese Eindringlinge als Bedrohung und startet einen Angriff. Aber der Angriff hört nicht auf, weil ständig neue Eindringlinge durch die löchrige Darmwand kommen. Chronische Entzündung. Das Waldfeuer, das nicht erlischt. Und was verursacht Leaky Gut? Gluten ist ein Hauptverdächtiger. Dr. Will Cole und Dr. Mark Hyman sehen modernes Getreide als einen der Haupttreiber. Aber auch Zucker, Alkohol, Antibiotika und chronischer Stress können die Darmbarriere beschädigen. Und hier wird es richtig interessant, die Darm-Hirn-Achse. Entzündung im Darm bleibt nicht im Darm. Über den Vagusnerv feuert sie direkt ins Gehirn. Das Ergebnis: Depressionen, Angststörungen, Brain Fog. Das ist keine Psyche, die verrückt spielt, das ist Neuroinflammation, Entzündung im Gehirn, ausgelöst durch einen kranken Darm. Wenn du unter Depressionen oder Angstzuständen leidest, frag dich, wie geht es deinem Darm? Die Antwort könnte dich überraschen. Ich habe auch ein Video über Brot bzw. Getreide gemacht, in dem ich erkläre, warum auch Vollkorn dich krank machen kann. Falls dir das gerade die Augen öffnet, lass gerne jetzt einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Video und der Gesundheit vieler Menschen. Genug von den Problemen, lass uns über Lösungen sprechen. Was kannst du essen, um das Feuer zu löschen? Nummer 1, Omega-3-Fettsäuren aus fettem Fisch, Wildlachs, Sardinen oder Makrele. Diese enthalten EPA und DHA, die direkten Gegenspieler zu den entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren. Sie stellen die Balance wieder her. Wenn du keinen Fisch magst oder nicht regelmäßig essen kannst, ist ein hochwertiges Omega-3-Supplement eine Option. Auf meiner Webseite lifealgorithm.de findest du unter Top-3-Produkte und dann Supplemente meine Empfehlungen. Nummer 2, Brokkoli und andere Kreuzblütler. Brokkoli enthält Sulforaphan, einen der potentesten natürlichen Entzündungshemmer. Aber Achtung, hier kommt ein wichtiger Trick, der Chop and Stop. Schneide den Brokkoli und lass ihn 10 Minuten liegen, bevor du ihn kochst. Warum? Das Schneiden aktiviert ein Enzym namens Myrosinase, das Sulforaphan erst freisetzt. Kochst du sofort, zerstörst du das Enzym und den Wirkstoff. 10 Minuten warten, dann kochen. Dieser simple Trick macht einen Riesenunterschied. Nummer 3, Kurkuma. Das goldene Gewürz wirkt auf den COX-2-Entzündungspfad, denselben Pfad, den Ibuprofen blockiert, aber natürlich ohne Nebenwirkungen. Der Haken, Kurkuma allein wird kaum aufgenommen. Du brauchst schwarzen Pfeffer und Fett dazu. Kurkumin aus Kurkuma hat von Natur aus eine sehr geringe Bioverfügbarkeit. Studien zeigen, dass Piperin aus schwarzem Pfeffer die Aufnahme um ein Vielfaches erhöhen kann. Zusätzlich verbessert Fett die Aufnahme, da Kurkumin fettlöslich ist. Nummer 4, Ingwer. Ein unterschätztes Kraftpaket. Barbara O'Neill empfiehlt ihn innerlich als Tee und äußerlich als Wickel bei Gelenkentzündung. Das Protokoll ist simpel. Ingwer frisch reiben, auf ein Tuch geben, auf das entzündete Gelenk legen, Plastikfolie drüber, bandagieren, fertig. Die Wärme und die Wirkstoffe ziehen die Entzündung raus. Klingt altmodisch, funktioniert aber erstaunlich gut. Nummer 5, fermentierte Lebensmittel.
Sauerkraut oder Apfelessig oder Kefir. Professor Tim Spector, einer der führenden Mikrobiomforscher, empfiehlt 3 Portionen fermentierter Lebensmittel pro Tag für messbare Entzündungsreduktion. Diese Lebensmittel füttern deine guten Darmbakterien und stärken deine Darmbarriere. Nummer 6, Olivenöl, aber nur natives Olivenöl extra, kalt gepresst. Es enthält Oleokanthal, ein Stoff, der ähnlich wie Ibuprofen wirkt. Dr. Federica Amati sagt, Olivenöl trinken kann denselben Effekt haben wie eine Schmerztablette. Großzügig verwenden, aber nicht erhitzen. Zum Braten nimm lieber Ghee oder Kokosöl. Und dann ist da noch Professor Tim Spectors 30-Pflanzen-Regel. Ziel ist es, 30 verschiedene Pflanzen pro Woche zu essen. Das klingt viel, ist aber machbar. Jedes Gemüse zählt, jedes Obst. Und das ist der Trick, auch jedes Gewürz und jede Kräutersorte. Oregano, Basilikum, Rosmarin, Kurkuma, Ingwer, alles zählt. Vielfalt füttert Vielfalt deines Mikrobioms. Und ein diverses Mikrobiom ist ein gesundes Mikrobiom. Damit du deinen Blutzucker nicht mit Weizenmehl in die Höhe jagst, was Entzündungen befeuert, empfehle ich dir Low-Carb-Alternativen. Auf meiner Webseite lifealgorithm.de findest du unter Ernährung meine Favoriten, von Low-Carb-Brot bis hin zu Pasta-Alternativen mit 99% weniger Kohlenhydraten. Ernährung ist die halbe Miete, die andere Hälfte ist dein Lebensstil. Hier sind die 4 wichtigsten Hebel. Hebel Nummer 1, Intervallfasten. Wenn du nichts isst, passiert etwas Magisches. Dein Körper aktiviert Autophagie. Wörtlich übersetzt, Selbstfressen. Klingt brutal, ist aber brillant. Dein Körper räumt auf, recycelt beschädigte Zellen, beseitigt Müll, repariert sich selbst. Dr. Mark Hyman nennt Fasten einen uralten Heilmechanismus, den wir leider vergessen haben. Meine Meinung, es wird seinen Grund haben, warum Fasten in fast jeder Religion verankert ist. 16 Stunden Essenspause, 8 Stunden Essensfenster. Das ist ein guter Einstieg. Du lässt einfach das Frühstück weg und isst zwischen 12 und 20 Uhr. In einem meiner Videos erkläre ich auch, warum Frühstück eine Lüge ist. Breakfast bedeutet nicht Frühstück, sondern Unterbrechung der Fastenphase. Denk mal drüber nach. Hebel Nummer 2, Schlaf als oberste Priorität. Kein Supplement, kein Superfood, keine Routine ersetzt guten Schlaf. Im Schlaf repariert sich dein Körper. Im Schlaf sinken Entzündungswerte. Im Schlaf regeneriert dein Gehirn. Wenn du schlecht schläfst, kannst du alles andere perfekt machen, du wirst trotzdem entzündet sein. Hebel Nummer 3, Stressmanagement und der Vagusnerv. Der Vagusnerv ist die direkte Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Und du kannst ihn stimulieren, durch tiefe Bauchatmung, durch Meditation, durch Waldbaden. Die Japaner nennen es Shinrin-yoku. Zeit in der Natur senkt messbar Stresshormone und Entzündungswerte. Und vergiss nicht die Shameflammation, von der Dr. Cole spricht. Unverarbeitete Scham, Trauma, toxische Beziehungen. Es sind keine rein psychischen Probleme. Sie sitzen in deinen Zellen. Manchmal ist die antientzündlichste Maßnahme, ein schwieriges Gespräch zu führen oder dich von Menschen zu trennen, die dir nicht gut tun. Hebel Nummer 4, eine Ausnahme bei Supplementen. Ich bin eigentlich kein Fan von Supplementierung. Meiner Meinung nach sollten Nährstoffe immer aus echten Lebensmitteln kommen. Aber es gibt eine Ausnahme, die ich selbst täglich nehme. Vitamin D3 kombiniert mit K2. Der Grund ist simpel. Wir leben in Deutschland, im Winter bekommen wir schlicht zu wenig Sonne, um ausreichend Vitamin D zu produzieren. Und Vitamin D ist einer der stärksten natürlichen Entzündungshemmer. Dr. Eric Berg empfiehlt bei chronischen Entzündungen mindestens 10.000 internationale Einheiten Vitamin D3 täglich, kombiniert mit etwa 100 Mikrogramm K2. Das K2 sorgt dafür, dass Kalzium in die Knochen geht, statt in die Arterien. Diese Kombination findest du auch auf meiner Webseite lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte und Supplemente. Kennst du jemanden mit unerklärlichen Beschwerden, mit Gehirnnebel, Gelenkschmerzen, ständiger Müdigkeit? Dann teile bitte dieses Video mit ihm oder ihr. Lass uns alles nochmal kurz zusammenfassen. Hier nochmal die Top 10 Entzündungstreiber. 1. Zucker und Fructose. 2. Industrielle Pflanzenöle. 3. Raffinierte Kohlenhydrate. 4. Hochverarbeitete Lebensmittel. 5. Chronischer Stress. 6. Schlafmangel und Schlafapnoe. 7. Ständiges Snacken. 8. Bewegungsmangel. 9. Durchlässiger Darm, auch als Leaky Gut bekannt. Und 10. Viszerales Fett. Und hier die Top-Gegenmaßnahmen. 1. Omega-3 aus fettem Fisch im Idealfall. 2. Kreuzblütler wie Brokkoli. 3. Kurkuma mit Pfeffer und Fett. 4. Ingwer. 5. Fermentierte Lebensmittel. 6. Natives Olivenöl extra. 7. Intervallfasten. 8. Guter Schlaf. 9. Stressmanagement und Vagusnervstimulation. Und 10. Vitamin D3 plus K2. Und jetzt noch eine letzte Metapher von Dr. Cole. Jeder von uns hat einen Mülleimer für Entzündungsfaktoren. Manche Eimer sind groß, manche Eimer sind klein. Das ist genetisch, das kannst du nicht ändern. Aber du kontrollierst, was du in deinen Eimer füllst. Wenn dein Eimer überläuft, dann zeigen sich Symptome. Brain Fog, Gelenkschmerzen, Müdigkeit und. Autoimmunprobleme. Du kannst den Eimer nicht größer machen, aber du kannst aufhören, Müll reinzuwerfen. Zucker, raus. Industrielle Pflanzenöle, raus. Hochverarbeitete Lebensmittel, raus. Dauerstress, reduzieren. Schlafmangel, beheben. Und dann füllst du den Eimer mit den guten Sachen aus der Natur.
Omega-3, hochwertiges Fleisch, Eier, Fisch, Gemüse, fermentierte Lebensmittel, Bewegung, Schlaf, Sonne und Zeit in der Natur. Du kannst dich nicht aus einem schlechten Lebensstil herausmedikamentieren. Das ist ein Satz, den ich mir an die Wand hängen würde. Kein Arzt, keine Pille, kein Supplement kann das für dich tun, was du mit deinem Lebensstil in der Hand hast. Hör auf, deine Symptome zu managen. Lösch das Feuer. Big Pharma will, dass du krank bleibst und Pillen kaufst. Die Wahrheit ist, dein Körper kann heilen, wenn du aufhörst, ihn zu vergiften. Häufig ist nicht normal und älter werden ist keine Ausrede. Ich bin der lebende Beweis. Mit 45 fitter, als ich es mit 30 war. Keine Allergien mehr, keine Entzündung mehr, keine Medikamente. Nur etwas Disziplin und die richtigen Entscheidungen. Daher sage ich auch immer, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Wenn du mehr solcher Videos willst, abonniere jetzt kostenlos den Kanal und aktiviere die Glocke. Wir bauen hier eine Community von Menschen, die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit übernehmen, die nicht akzeptieren, dass Krankheit normal ist, die verstehen, dass sie selbst am Gesundheitssteuer sitzen. Denk dran, keiner kommt, um dich zu retten. Das ist dein Leben, dein Körper, deine Verantwortung. In diesem Sinne, Peace out.